Heute haben wir den Zehnten. 10. Februar 2024 und ich befrage Billy zum 6. Kontaktbericht vom 23. Februar 1975. Und zwar sagst du, das heißt, ich interessiere mich für die Entwicklung des Lebens, seine Einteilung, den Geist und seine Entwicklung und wie es steht mit der sogenannten Wiedergeburt. Und da wollte ich noch fragen, inwiefern Meditation in diese Entwicklung hereinspielt. Meditation spielt an und für sich nicht in die Wiedergeburt hinein, sondern sie spielt auf das Wissen, wo der Mensch schaffen tut und seine Verhältnisse, die er gegenüber seinem eigenen Körper, seinem eigenen Denken braucht und entwickelt. Ja, also ist es für die Evolution des In Bewusstseins. Bezug auf die Wiedergeburt spielt Meditation also eine Rolle, was der Mensch in seinem Leben machen tut. Denn das, was er meditativ intus bringt, in sich hineinbringt, in sich entwickeln tut, schlägt ja auf die Schöpfungslebensenergie in ihm und wird dort gespeichert. Und das trägt sich nachher bei der Wiedergeburt auf die nächste Persönlichkeit über. Ja, Logischerweise. ja. Also sehr wichtig für die Evolution des Bewusstseins. Richtig. Okay. Ja. Mhm. Oder einfach das, was zum Beispiel bei uns gemacht wird mit der Meditation. Das ist nicht eine Meditation zum Lernen in dem Sinn, zum Speichern, sondern sich richtig zu benehmen, also lernen, sich richtig zu benehmen, das in Ruhe ausüben und sich weiterbilden. Um das geht es bei unserer Meditation. Es geht darum, nicht in dem Sinn, dass das in dieser Art und Weise als Wissen soll in die Speicherbank gehen, also in die Schöpfungslebensenergie, sondern sie soll wirksam sein für den Mensch selber. Ja, es ist nicht sozusagen, um da, ich sag mal, gute Energie oder so anzusammeln, Nein, sondern es geht um sich jetzt im eigenen Leben zu eben zu entwickeln. entwickeln. Ja. Um das geht es bei unserer Meditation. Ja. Und in der Meditation ist ja ganz wichtig, nicht in euphorische oder Richtig. ähnliche Zustände zu geraten, Richtig. weil das schon wieder Nicht zum die Fantasieren ja, nicht die hintendiert. Fantasien weiss ich, woher sich wollen befördern oder weiss ich woher, sondern es geht effektiv um die Entwicklung von jedem selber. Ja, Dass er Ruhe in sich bringt, lernen tut, sich befähigen tut zum Lernen und so weiter und so fort. und auch lernen, die Realität besser zu Richtig. sehen, nicht wahr? Die Wirklichkeit so anfangen zu sehen, wie sie effektiv ist. Die Realität. Ja, weil ich war ja im tibetischen Buddhismus und da wird viel mit Visualisation gearbeitet. Das Und kannst du vergessen. das geht dann nämlich in Richtung Fantasieren. Das ist Ja, nicht nur und- Fantasie, das ist esoterischer Unsinn. Ja, ja. Weil sich die Psyche entwickelt sich dann auch in diese Richtung hin, Richtig. dass man dann, wird sozusagen weltfremd, ja, lebensfremd. ja, man lebt dann immer mehr in so einer Fantasiewelt, ne, Richtig. die man sich so erträumt. Genau das ist es. Ja, Und das soll ja nicht der Fall sein. ja,
Ja. Meditation ist wirklich nicht für das, sondern Meditation ist für die Selbstentwicklung. Ja. Das, was schon der Gautama gelehrt hat, mal, hat man x-mal verdreht. Ja. Einerseits hat man nicht verstanden, was er eigentlich sagen tut, was er erklären will. Seine Erklärungen sind nicht verstanden worden. Man hat etwas daraus gemacht, wo nicht hätte sollen, genau wie beim Christentum. Ja. Genau wie beim Islam. Ja. 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 Ja, alle Religionen, also Ja. für alle großen Religionen. Es geht nicht darum, einem Phantom nachzujagen, wo sich der Mensch einbildet, sondern es geht um die Wirklichkeit, Ja. um die Realität. Ja. Ja. Aber in den meisten Meditationen wird das eben nicht Das wird verfolgt. ich kenne keine, wo das Ja. berücksichtigen tut. Ja. Ich kenne keine Meditation, wo ich da dabei bin, wo ich mitgemacht habe, wo ich geschaut habe, wo ich miterlebt habe, wo der Wirklichkeit gemäß vor sich geht. Ja. Es ist immer im Hintergrund ist der esoterische Unsinn, und es ist wirklich Unsinn, dann was wirklich ist, die Selbstentwicklung und die Fähigkeiten, wo der Mensch sich kann aneignen durch das, was er lernen tut, das und dieses und jenes. Er kann zum Beispiel durch Meditation Telepathie erlernen oder Teleportation erlernen. Aber das ist für den Mensch gesehen, für den heutigen Mensch gesehen, ist das illusorisch. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil er in einer völlig falschen Art und Weise denken tut und völlig in einer falschen Art und Weise der Wirklichkeit gegenüber. Ja. Ja. Ja, ich hatte erwähnt, ich glaube im letzten Kontaktbericht oder so, da sagte ich, dass, ich glaube in Lehre der Schöpfungsenergie schreibst du, dass man müsste mindestens 7 Jahre von morgens bis abends im Richtig. Grunde meditieren, um Richtig. in Telepathie Ja. irgendwas zu Ja, erreichen. ja. Und Ja. so erreicht es der Mensch nicht auf Ja. diese Art und Weise. Ja. Ja. Der Damavara, hat der richtige Meditation gelehrt? Nein, Auch nicht auch richtig. nicht. Ja. Der Dharmavara, der hat das einfach übernommen, was von Tibet abkommt, Mhm. hat er weitergeführt. Er hat es nicht weiterentwickelt, er hat nicht auf die Normalmeditation gegriffen, er hat genau das gemacht und weitergeführt, was die tibetische Lehre ihm gebracht hat. Ah ja. Oder wo er gelernt hat, oder wie dem willst du sagen. Ja. Mhm. Oder? Es ist, im Buddhismus ist es leider sehr weg. Es wird genau wie in jeder anderen Religion einfach geglaubt. Ja. Es wird nicht selber gedacht. Es Ja. wird einfach geglaubt. Ja. Im Hinayana, also im kleinen Fahrzeug sozusagen, die alte Tradition, Mhm. da bin ich jetzt halt nicht so bewandert, aber mir scheint, da sind vielleicht noch so irgendwo kleine Gruppen oder irgendwo in Burma oder Thailand, wo das vielleicht noch, da gibt es also kein Guru-Prinzip zum Beispiel. Und auch mit diesen Visualisationen wird nicht gearbeitet, sondern man versucht wirklich nur den Atem zu beobachten oder ähnliches, um Ja. die Gedankenaktivität zu Ja. beruhigen. Ja. Mhm. Und das
fand ich schon immer, Ja, das äh, ist nach dem, wo dem entspricht, wo ich dir ja, schon gesagt habe, ja, ja, dem, ja. ja, Aber ich weiß nicht, habe ich es dir mal erzählt. Ich habe einen buddhistischen Mönch gekannt. ja, Der war ein Deutscher gewesen. Der war ein Katholik gewesen. Der ist hintergekommen und ist Buddhist geworden. in Indien, Ja. ja. Er ist schon recht alt gewesen. Und dann, wo er gestorben ist, hat er nach mir verlangt. Weißt du, was hat er gemacht auf dem Totenbett? Ja, du hast es mir schon mal erzählt, er fing an zu Vater beten. unser Anfall. Vater unser hat er angefangen zu beten. Ja, Und der war schon lange Mönch, nicht ja, wahr? ja, es ist schon 40 Jahre lang. 40 Jahre. 40 oder 42 Jahre um das herum. Ja. Ja. Ja, so tief sitzt das halt Ja, drin, so ne? tief hockt das im Menschen. Ja. Selbst wenn er seit 40, 43 Jahre sich immer als Mönch gegeben hat und Ja, meditiert, ja, ist es am Ende dann doch wieder ja. durchgekommen, ne? Dann ist es wieder durchgebrochen. Ja, Was er gelernt hat, was ihm eingepaukt, ja, indoktriniert worden ist. ja. Oder? Wenn er zum Buddha wenigstens gebetet hätte oder Ja, sowas, ne? Das wäre, also, aber, wenigstens das, aber er hat ja, das Vater effektiv das unser. Vaterunser Ja, hat er ja. gebraucht. Alte Katholik. Ja. Ja. Ähm, ja. Ähm, genau. Ja, wir sprachen schon darüber, dass es unterschiedlich lang dauern kann, bis man wieder, in Anführungsstrichen, bis man wieder in einem Körper geboren Ja, wird. ja. Und aber sie Oder und schreibt ja je auch, mehr sie, Menschen es gibt, umso schwieriger wird das, dass der Zyklus, wo eigentlich laufen tut, wo der Zyklus ist eigentlich ganz normal, etwa 150 bis 160 Jahre. das hängt aber von der Lebensspanne in etwa ab, nicht wahr? Ja, richtig. Also ungefähr die doppelte Ja, Lebensspanne, ja, nicht wahr? Ja. 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 Also wenn zum Beispiel die Und Plejaden, ja, die und ja 1000 Jahre werden, dann ja, sind die die sozusagen 2000 Jahre. steigern Jahre, ja, Ja, ja. ja. Im Das tut Jenseits. sich steigern. Ja, Und auch da auf der Erde natürlich, oder? Aber es ist alles drunter und drüber gekommen, weil die Überbevölkerung zustande ja, gekommen ist. ja, Es ist früher noch normal zu und her gegangen. Und jetzt rufen sie aus, der Putin ruft aus und andere rufen aus. Wir haben zu wenig Menschen auf der ja, Welt. Ihr müsst Nachkommen bringen, Nachkommen bringen, Nachkommen bringen. ja. Weißt du, völlig irre. Ja, es geht immer nur um diesen scheiß Krieg, ne? Ja, Genug Soldaten zu ja, haben, und da ne? Ja. Und ja, zwei und Sachen auf dieser Welt: Geld. das Geld Ja, Geld. und das Militär. Ja, ja, Macht, genau. Und beides braucht es praktisch nicht. Ja. Wir waren, glaube ich, letztes Mal bei diesem Geheimnis um dich oder kurz danach waren wir stehen geblieben. Da habe ich jetzt natürlich doch gerätselt. Da Ähm, bist du auch noch gut. ja, ich muss, Das aber letzte Mal, wo du gegangen bist, ja, ist genau wieder der Hit draufgekommen. ja, Sag uns einmal. sag euch mal. Nein, Nein, das sage ich es nicht. gibt es Na, nicht. was, ich hatte dich ja mal gefragt, weil du sagst ich glaube, es ist im nächsten Kontakt oder davor, da sagst du, ähm, es ist mir, als ob wir uns schon 1000 Jahre kennen würden, sagst du zu Mhm, Semjase. mhm. Und da hatte ich dich mal gefragt, ob Semjase oder Askit vielleicht in einem vorigen Leben von dir, dass du mit denen verheiratet warst. Und da meinst du, na, Nein, warst du das nicht. hat nicht. Warst du nicht, nein. Aber Das hat's an und für sich eigentlich nicht gegeben. ja, Weißt du, man ist, und machen es auch heute so, die Plejaren haben sich an das gehalten. Es wird nicht in dem Sinn geheiratet, wie da an das geht und läuft.
Ja, die leben einfach Die zusammen. sind einfach zusammen und sind Ja, verheiratet ja, miteinander. ja, ja, Verheiratet bedeutet nichts anderes als ein Zusammenleben. ja. Die Plejadianer, haben die auch irgendwie sowas wie eine Art, ich sag mal, Ritual oder jetzt sowas Offizielles, so jetzt sind wir zusammen Lebenspartner oder ist das, Nein, nein, das nicht? kennen sie meines Kennen Sie Wissens nicht? nicht. Nein. Ja, okay. Und das haben sie früher, glaube ich, schon nicht gekannt. Ja. Ja. Also wenn man zusammenleben will, lebt man Ja, dann einfach lebt man zusammen. einfach zusammen und basta. Ja, und wenn Und es auseinander geht, dann ja, geht's halt dann geht es auseinander. einfach auseinander, oder? Ja, Ja, kein großer. da ist ja kein Tamtam drum. Ja, Ja, ja. das Das ist wird sehr da angenehm. wird das gemacht und dann wird es noch religiös gemacht. Ja, 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 beides, ne? ja, Einmal staatlich und dann noch ja, ja, kirchlich, ne? ja, 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 ja. genau. Und das, Ähm, sie sagen jeher, und es ist jeher so gewesen, es ist eine reine private Sache der ja, Menschen. ja, ja. Oder? Ja, finde ich auch besser. Ähm, Weil viele wollen sich trennen, aber sind verheiratet, dann bleiben sie Mm, eigentlich nur zusammen, weil sie verheiratet sind. ja, Da genau. ist ganz viele so, ja. Genau, und Ne, so, Handschlägerinnen wir sind und jetzt 20 weiss Jahre ich was. verheiratet Ja, und dann, ja, ja, ja. genau. Und ich habe in Griechenland auch nur geheiratet wegen dem, weil Bobby, Ja, also meine ja, Ex, gekommen ist und so wie es vor war, ich bin in die Schweiz gekommen, habe meine Arbeit angefangen aufzunehmen und ich hätte das eben nicht gemacht, wenn ich nicht geheiratet hätte. ja, ja, Oder? Es war eine Bedingung, gewesen, es hat müssen sein, es ja. hat keinen anderen Weg gegeben von ihr und mir als in die Schweiz kommen auf diese Art und Weise. Ja, sonst hätte dich die Polizei auch gestoppt. Ja, Ne? ja, Nur weil ihr dann verheiratet ja, wart, haben richtig. sie gesagt, na, jetzt können wir sowieso nichts Ja, mehr ändern. Und dann haben sie genau, euch gehen lassen. Ne? genau. Vor allen Dingen dich. Ja, ähm, Die Familie hätte sich dann sie wieder geschnappt. ja. Ne? Hm. Und sie wollte auch weg eigentlich. Ne? Das war auch, Ja, ich ja, meine, von Anfang an. Motivation. Ne? Sie hat von Anfang an nur spekuliert, sie wäre eine reiche Frau dann da in der Schweiz. Ah, okay. Und das ist ihr halt Da gründlich hat sie sich den abverhängt, oder? Falschen gesucht. Ja, da hat sie den Falschen rausgesucht. Weißt Ja. Ähm, aber was jetzt mir scheint, da du das Passwort zu dieser Bibliothek wusstest, du? was Swart nicht mal wusste, Mhm. aber er ja vielleicht auch schon darauf spekuliert hätte, dass du das vielleicht weißt. Wie auch immer, ich war ja nicht dabei, aber könnte ich mir vorstellen, dass, dass Das du hat vielleicht mal, nur das Vater und ich gewusst. Gehabt. aber du hast es ihm dann nachher gesagt, aber Ja, weißt du, dass das Vater hat können in die Bibliothek in den Vorraum rein. ja, aber er Das ist kam aber nicht alles. inne. Nein, nein, Er da hat kam er nicht auch inne, aber nicht du können. warst ja inne Ja, ja, mit dem Passwort. ja. Und jetzt ist es offen, sie Ja, können jetzt das hast du ihn ja Ganze. Ja, gesagt und ja, jetzt können sie ja auch rein. ja, ja. Ja, und da dachte ich, ja, warum weiß Billy das Passwort? So. Und, und da dachte ich, ja, wenn der die gebaut hat in irgendeinem vorigen Leben, dann weiß er Nein, natürlich das das habe ich Passwort. nicht. Das habe ich nicht. Das hast du nicht. Nein. Aber dass du vielleicht irgendwie so eine Art Position wie Ptar hattest oder so mal bei den Playern, könnte ich mir gut vorstellen. Oder sie auch in einer gewissen Weise belehrt Ja, oder geführt hast. für ein paar Jahre bin ich einfach der Billy. Ja, Der jetzt. ihnen das bringt, was sie wollen. Ja, 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 schon klar. Sie zapfen dich auch an, wie ich das jetzt tue. Aber ne, da es Ja, um Wissen natürlich. geht. Es wird gefragt, der Munder fragt, der Quetzal fragt, der Da fragt. Da kommen dann Fragen vom Volk, weißt, das Volk Ja, will es wissen und das wird über das ganze Volk wird das verteilt. ja. Das Gremium will es einfach wissen und so weiter und so fort. Ja,
Ich meine jetzt nicht das Geheimnis, Nein, sondern ich das meine, geht nicht ums Geheimnis, das geht einfach um Fragen, die sie stellen. ja, ja, ja. Das, Die führen also ehrlich gesagt ein bisschen weiter als die Fragen. ja, 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 ja. Einmal hattest du ja so 30 Fragen beantwortet Mhm. in einem Monat oder so Ja. und da war total überrascht, wie schnell du die beantwortet hast. Na, aber mir scheint, dass da so eine, wie so eine lebensübergreifende Verbundenheit ist mit den Plejadern. Also als ob du da, Ja, ähm, das will ich nicht sagen. Für mich sind Plejaren gleich viel wert, wie die Erdlinge mir wert sind. ja, ich meine jetzt Verbundenheit in dem Sinne von, dass da Es eben, ist eine Verbundenheit, eine größere Verbundenheit da mit dem Wissen, mit dem Benehmen, mit dem Ganzen drum und dran. Aber als Menschen sind sie genau gleich verbunden mit mir, genauso wie die Erdenmenschen. ja. Das Ja, ist kein du, Unterschied. da machst du keinen Nein, Unterschied nein, zwischen den nein, Menschen. Da auch nein, bei nein, uns nicht. nein, Du nein. behandelst uns alle gleich. Nein, das ist Das, alles. ja, Mensch ist Mensch, fertig, ja, ja, Ausschluss. ja. Na, ich meine einfach, Und was er auch immer denkt, was er auch immer glaubt, was er auch immer machen tut, er ist so oder so ist er ein Mensch. Selbst wenn er der grösste Verbrecher ist, auch wie Putin oder Zelensky oder wie heißt der andere, beiden, Netanyahu und ja, weiß und ich wer. beiden, ja, genau. Es sind einfach Menschen. Ja, Genau gleich, was sie auch immer machen. ja, Ich beurteile sie als Mensch nicht dem gemäß, was sie ihrer Gesinnung nachtun. Die Gesinnung vom Mensch ist etwas völlig anderes als der Mensch, oder? Als der Mensch an und für sich. ja, Denn der Mensch an und für sich erlebt von der Schöpfungslebensenergie und das ist das, was der Mensch ausmacht. Nicht etwas anderes. Nicht das, was er in seiner Gesinnung hegt und pflegt oder was er einen anderen umbringt oder weiß ich was. Das hat nichts mit der Schöpfungsenergie zu tun. ja. Oder? Ohne die könnte niemand Nein, nein, existieren. nein. Und alleine wegen dem ist der Mensch ein Mensch. Genau wie ein Tier ist. Ein Getier ist. Jede andere Lebensform ist eine Lebensform. Ja, Ja. Und als solche, ob sie dich jetzt stechen tut, wenn es ein Bienen ist, ja nur hat sie dich auch gestochen. Wegen dem heisst es nicht, dass du musst, abmurksen. Es stirbt ja, ein Bienen stirbt, wenn es gestochen hat. Das ist logisch, weil der Stachel in der Regel ausgerissen wird und so weiter und so fort. Oder wegen einer Mucke oder sonst irgendwas. Oder eine Schlange oder weiss ich was. ja, Es ist eine Lebensform. ja. Und die Lebensform an und für sich lebt nur darum aus der Schöpfungsenergie, Schöpfungslebensenergie raus. Und die Lebensenergie von Schöpfungslebensenergie ist das, was du in Ehre halten tust und in Würde halten tust. Also, ob es nun ein Mensch ist oder ein Tier oder sonst ein Lebewesen ist, es lebt von der Schöpfungslebensenergie und die ist allweis, allzeit so, dass sie würdig ist und ehrhaft ist. Mhm. Egal gleich, ob es ein Bienen ist, das dich sticht, oder ein Hund, der dich beißt, oder eine Katze, die dich krabbelt, oder ein Mensch, der einen anderen Menschen umgebracht hat. Das ist da, das ist das Denken, das ist Gesinnung. Mhm. Das hat nichts mit der Schöpfungslebensenergie zu tun, Ja, sondern das, was der Mensch lernt, verkehrt lernt und so weiter und so fort. ja. Da wir nicht mehr viel Zeit haben, hier ist jetzt diese Liste mit Primärleben, Vernunftleben, Intellektleben,
Realleben, Kreationsleben, Geistesleben und Schöpfungsleben. Mhm. Und ähm, Das sind alle Formen von dem, wo eigentlich der Mensch in sich hat und sollte beachten und sollte nach dem sich verhalten, indem dass er lernt, was die einzelnen Lehren in sich bergen tun. Die haben all zusammen haben die, eine Verhaltensvisität, also wo kannst du sagen, äh, die Schöpfungsenergierichtung ist auf das und dieses und jenes ausgelegt und der sollst du folgen. Es heißt nicht musst, sondern es heißt immer sollst. ja, Es ist nie bei keiner Lehre, dass es ein Muss dabei ist. ja, Aber da auf der Welt hast du leider das Wort und von dem gewöhnst du dich als Jugend an, von Jugend an schon, wo du immer sagst, ja, ich muss oder er muss oder ja. so. Oder das Ja, ist, bei das uns geht ist, alles mit Zwang, ja, ne? ja. Ja. Mhm. Und es ist alles auf der Basis, dass man es machen tut, auf Selbstentscheidung, wo man selber entscheiden, ich mache das, wo kein Muss dahinter steht, sondern ein Wille, ich mache das. Ja. Ja. In, in Geistesleben und dann nachher auch Schöpfungsleben. Ist das Schöpfungsleben, ist das dann, also hier steht zum Beispiel bei Geistesleben, 4. Punkt oder 4. Unterpunkt, Entkörperung des Geistes von organischen Körpern. Ist das wörtlich zu nehmen, dass man ab da sozusagen diese holographischen Körper, also wo man nicht mehr keinen festen Körper mehr Ja, hat? wo der feste Körper, wo der Geistlebensform der Dings tut, die Energie ausstrahlen auf das, was früher ein Körper war, was aber nur noch Energie ist. Ja, Der Körper, wo dann entsteht, ist nicht mehr materiell in dem Sinn. Auch Energie ist Materie. Ist ja, auch, also ja, ja, auch ja, in einem gewissen Sinn Den- den- materiell. ja, Aber eben in einer feinstofflichen Art und Weise. ja. Mhm. Oder? Und wenn der Zustand kommt, dann kommt der Mensch nicht mehr als rein materieller Körper, muss ich fast sagen, oder muss ich sagen, oder soll ich sagen, je nachdem, er ist durchgreifbar, er ist nicht mehr greifbar, Ja. oder? Das reicht ja dann im Grunde auch die folgenden, das sind dann noch 5, 6 und 7. 5 ist dann erstes geistiges Dasein, 6 endgültiges geistiges Dasein und 7 Übergang in die Schöpfung. Ja, Ist der das Übergang in die ist, das, Schöpfung dann Arahat Atasata? Oder dass ja, man das ist eine von diesen Ebenen. eine von denen Ebene, Ja. ja. Das heißt, die physische menschliche Existenz hört so auf halbem Weg mit dem Geistesleben dann Richtig, auf. richtig. Ja, und geht dann in den geistigen Bereich Richtig, über. das ist richtig, ja. Ja. Und dann Schöpfungsleben ist dann so ein rein Geistbereich im Grunde. Das ist rein Geistbereich und das sind wieder Ebene. Ja, Wie du Ebene hast, Entwicklungsebene, wo man sagt, ja, der hat den Beruf, der hat einen höheren Beruf, der hat einen höheren, der hat einen noch höheren Beruf und so weiter und so fort. ja. Mhm. Also vom Höhlenbewohner bis zum ja, Professor rauf, oder König oder Kaiser oder wie du das Ja, nennen ja, willst, oder? ja. Ähm,
Genau, und da war dann hier im Intellektleben ähm, vierter Punkt, äh, Anerkennung und Nutzbarmachung der Naturgesetze, Erschaffung von Hypertechnik, zweite Zeugung von Lebensformen. Mhm. Diese zweite Zeugung von Lebensformen, hat das was mit KI zu tun oder sowas? Oder was Äh, bedeutet das? zweite Zeugung von Lebensformen ist effektiv Leben erzeugen. Aber nicht auf eine Art und Weise, wo, wie soll ich dir das sagen? Ähm, Wie im Reagenzglas, dass so Leben erzeugt ja, wird? richtig, richtig. Okay. Also, ja, man kann sagen, Nicht auf dem, labormäßig, ja, ja. genau, also nicht auf natürlichem Wege, Ja, das wäre die ja, erste Form. ja, Und die zweite Form wäre dann ja, sozusagen ja. im Dass Reagenzglas, wie man man so kann oft sagt. ausleben, neues Leben Über- machen, Ja, oder? okay. Das heisst, Dings, nicht Android, muss, wie sagt man dem jetzt? Weißt du, wo du praktisch Ebenbilder kannst machen, wo du kannst Klonen, duplizieren und so klonen, weiter. Ja, klonen oder klonen, ja, ja. okay. Mhm, Ja, verstehe. Gut, ja, das fällt ja auch in den Bereich. ja, Ja. ja, Mhm. Und dann später ist dann irgendwann auch sozusagen eben durch künstliche Intelligenz dann so wie Androiden, die ja, ganz ja. selbst, ja, vollkommen Ja, künstlich das ist dann eigentlich der kreiert Androismus. wurden, die Ja, also nicht mehr im Reagenzglas, ja, sondern ja, eigentlich vollkommen ja, künstlich ja, hergestellt ja, werden. Ne? ja. Ja, gut. Okay. Wir müssen, glaube ich, aufhören, das ist bald. Ja, ja. Ne? Ich danke Müssen wir dir. Vielen langsam. Dank. Ja.